Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin immer wieder extrem begeistert und fasziniert, wenn ich diese Laservideos im Internet sehe. Schweißen, schneiden, strahlen. Das Ganze sieht so unglaublich einfach aus und die Ergebnisse sehen so unglaublich gut aus. Aber dann holt mich immer wieder die Realität ein. Nein, Manni, solche Geräte kosten 20.000, 30.000 Euro. Sowas kannst du dir niemals für deine Werkstatt leisten. Und da habe ich eine Anzeige im Internet gesehen. Da gibt es einen Laser für 29,99 Euro. Und wenn man sich die Bilder auf dieser Webseite anguckt, dann ist man natürlich gleich wieder hin und weg, ist fasziniert. Es kommt der Sparfuchs raus, der denkt von wegen, wie genial wäre das, wenn ich so eine Anlage für 30 Euro bekomme. Und da ich von euch dazu immer wieder die Anfrage bekommen habe, habe ich mir so ein Gerät einfach mal bestellt. Ein Laserschweißreinigungsgerät für 29,99 Euro. Man kann hier sogar mit PayPal bezahlen. Da ist man eigentlich auf der relativ sicheren Seite und kriegt sein Geld auch zurück, wenn es hier zu Problemen kommt. Mit Kreditkarte ist das immer schon mal deutlich schwieriger. So habe ich mir das Gerät bestellt. Das war im April. Und wenn man sich die Webseite ein bisschen näher anguckt, dann findet man hier natürlich auch einige ironische Aussagen, intelligente Bedienung, selbst Frauen können gut schweißen, sage ich jetzt mal einfach nichts zu, aber auch ansonsten von wegen wird das hier gut beschrieben. Natürlich wird einem das extrem schmackhaft gemacht, was dieses Gerät angeblich kann, wie viel Werkstoffe dieses Gerät verarbeiten kann oder so. Wenn das auch nur halbwegs stimmt, wäre das natürlich der absolute Hammer. Ja, und die Frage ist, wie ging es dann weiter? Und da war ich das erste Mal so richtig verwundert, denn die Bestellung ist aus Mitte April diesen Jahres. Jetzt sind wir im Ende Juli, wer das Video ein bisschen später guckt. Und die Bestellung kam nicht aus China, wie ich das erwartet hatte, sondern aus Memphis in den USA. Das ging dann Tag für Tag hier weiter, dass es immer wieder neue Nachrichten gab. Und Mitte Mai war dann immer noch kein Gerät da. Da habe ich mich dann das erste Mal beschwert, habe gesagt, wo bleibt mein Gerät? Ich möchte das jetzt zeitnah haben oder die Bestellung rückabwickeln. Dann habe ich eine neue Nachricht bekommen, von wegen plötzlich wurde das Gerät dann doch aus China versendet. Kann man also hier auch alles sehen und kann das hier alles nachlesen auf Chinesisch natürlich. Und dann ging es mit dem chinesischen Versand weiter und erst jetzt Ende Juli habe ich tatsächlich so ein Gerät bekommen. Zwischenzeitlich habe ich bei PayPal einen Fall eröffnet. Das hat mich wirklich sehr enttäuscht, weil mit PayPal habe ich sonst sehr gute Erfahrungen. Da war es aber so, dass die so geschickt reagiert haben, dass PayPal diesen Fall innerhalb von wenigen Tagen wieder eingestellt haben. Und da hatte ich immer noch kein Gerät und jetzt habe ich mich auf die Hinterbeine gestellt, habe bei PayPal den Fall wieder eröffnen lassen. Also sehr viel Arbeit, sehr viel Schriftkram, bis man da irgendwo zum Erfolg kommt. Und jetzt habe ich innerhalb weniger Tage so ein Gerät bekommen. Gerät liegt in meiner Werkstatt und das wollen wir uns jetzt einfach mal angucken. Und nach über 3,5 Monaten ist hier jetzt das legendäre Laserschweißgerät für 29,99 €. Und wenn wir uns das ein bisschen näher angucken, dann sieht man natürlich relativ schnell, das hat nichts mit einem Laserschweißgerät zu tun. Das ist ein Lötkolben mit automatischer Lötdrahtzufuhr. Das heißt, den Draht kann ich hier hinten aufspannen, habe hier diese kleine Rolle und dann kann ich das Gerät anmachen und wenn es warm ist, kann ich den Lötzusatz hiermit einfach zugeben. Hat also nichts mit einem Laserschweißgerät zu tun. Und wenn man sich die Werbeanzeige genau anguckt, dann sollte einem sowas auch relativ schnell bewusst sein. Im Lieferumfang ist hier noch ein kleiner Ständer, eine Pinzette, bisschen Lötzusatz oder Lötdraht und hier ist noch eine Lötpumpe und ein paar wunderschöne Handschuhe. Also im Prinzip, denke ich mal, ist das nicht mal die 29,99 € wert. Und man muss immer im Hinterkopf behalten, hätte ich mich nicht immer wieder auf die Hinterbeine gestellt, hätte da einen Fall nach dem anderen bei PayPal eröffnet, dann hätte ich wahrscheinlich niemals diesen Artikel hier bekommen. Also ich habe mich da wirklich massiv abgestrampelt und die meisten werden wahrscheinlich irgendwann entnervt aufgeben, werden die 29,99 € oder sind im Endeffekt etwas über 40 € einfach auf die Seite legen und sagen von wegen, gut, das ist eine schlechte Erfahrung. Ich habe es jetzt versucht, wirklich durchzuexerzieren. Ich hatte zwischenzeitlich aber auch schon keine Lust mehr, wollte auch schon irgendwo aufgeben. Und das ist halt auch die Masche von denen. Warum mache ich so ein Video? Ich kriege so dermaßen viele Anfragen von euch und da habe ich gedacht von wegen, ich gucke mir das Ganze einfach mal an. Die 40 € kann man investieren. Und der nächste Punkt, der mich auch wirklich massiv ärgert, ist, dass man immer wieder Werbevideos dazu sieht im Internet auf irgendwelchen Plattformen. Also das heißt, die Plattform oder den Plattformen ist es am Ende des Tages
Tages egal. Hauptsache der Kunde, der da die Werbung schaltet, bezahlt. Und wenn die Werbung auch wirklich noch so unseriös ist. Es gibt viele von euch, die haben die Derwas oder die verschiedenen Plattformen da auch mal angeschrieben. Man kriegt da keine Antwort oder dass die halt für die Werbung nicht verantwortlich sind. Und das finde ich wirklich auch eine massive Schweinerei. Ganz wichtige Information dazu, es ist natürlich auch so, dass der Gesetzgeber beim Laser ein besonderes Augenmerk drauf wirft. Es gibt da die verschiedenen Schutzklassen. Ein Laserschweißgerät oder Reinigungsgerät entspricht einer Schutzklasse, dass eine Privatperson dieses Gerät überhaupt nicht mehr verwenden dürfte. Man müsste also eine Firma sein, man müsste da die verschiedensten Schutzmaßnahmen ergreifen, müsste einen Laserschutzbeauftragten benennen bzw. dazu qualifizieren, dass der da für die richtige Handhabung sorgt. Eine Privatperson dürfte ein Laserschweißgerät bei sich nicht in der Werkstatt haben. Ich kenne viele Leute, die da wirklich mittlerweile sich mal bei mir gemeldet haben, die sowas betreiben. Es ist aber im Prinzip illegal. Darum, ich hatte mal einen 1. April-Scherz gemacht und hatte auf dem Laserschweißgerät ein Parkside-Logo draufgeklebt von wegen. Und das ist natürlich auch völlig unrealistisch. Die würden niemals ein Gerät rausbringen, was die Privatperson bei sich nicht in der Werkstatt betreiben darf. Also wenn das Leute jetzt hier wieder unterschreiben, in 2, 3 Jahren gibt es die Geräte bei Parkside für 99 € oder so. Das ist natürlich auch völlig unrealistisch. Aus meiner Sicht ist so ein Gerät hier wirklich nur die Spitze des Eisberges einer in Teilen sehr unseriösen Branche. Das Laserschweißen, Schneiden fasziniert natürlich viele. Viele Firmen denken sich, oh, ein Lasergerät, das wäre so toll. Und das ist auch wirklich eine tolle Möglichkeit. Nur wenn man einen Großteil der Anbieter sich anguckt, die kaufen günstig in China diese Geräte zu. Die Geräte kriegen vielleicht nochmal Not aus, kriegen eine einfache Konformitätserklärung und das war's. Die Steuerung wird nochmal vielleicht eingedeutscht. Und das war es im Prinzip. Und dann werden die Geräte für ein Vielfaches verkauft. Und das Interessante ist dabei, wenn man das so ein bisschen länger beobachtet, vor 1,5, 2 Jahren, da haben die Geräte wirklich noch 40.000, 50.000 € gekostet. Jetzt gibt es viele sehr günstige Anbieter auf dem Markt. Und dadurch ist dieser ganze Markt ins Rutschen gekommen. Und teilweise findet man jetzt Geräte, die vor irgendwo einem Jahr die gleichen Geräte 40.000 € gekostet haben oder 35, dass die mittlerweile 15.000, 16.000, 17.000 € kosten. Also dieselben Geräte. Also ich finde diese Geräte oder diese Branche wirklich sehr, sehr merkwürdig. Hatte da mit vielen Herstellern schon zu tun und teilweise werden einem da atemberaubende Geschichten erzählt, warum das Gerät wirklich das Beste ist und warum das Gerät dann wirklich so teuer sein muss. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Lasst euch da wirklich nicht veralbern. Wie gesagt, ein Laser ist immer schön anzusehen, aber ansonsten ist ein Laser nichts für eine Privatperson und es wird definitiv niemals einen Laser von Parkside oder ähnlichen Firmen geben. Ich finde es witzig, wenn man einen Laser kaufen eingibt, von wegen, dass dann gleich Lidl, Parkside, Aldi kommt, Temu. Also ist eine sehr spannende Sache. In diesem Sinne viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.